Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich, wie ich ein Auto, Kühlschrank repariert und restauriert habe. Im Allgemeinen hatte ich von ihm dieses Gehäuse und die Radiatoren, von denen sich einer im Inneren befindet und einer von der Innenseite her kalt ist. Das sind die Ergebnisse, die ich erzielt habe. Jetzt werde ich erklären, was wo ist. Diese Temperatur hier ist die Rücklauftemperatur. Ich habe einen Temperatursensor am inneren Lüfter angebracht. Das heißt, es ist die Temperatur der Luft, die in den Lüfter gesaugt wird und dann durch den Radiator geht. Diesen Sensor habe ich angebracht, um die Parameter zu sehen und aufzuzeichnen. 8,2 ist die Temperatur dieses Radiators, der sich im Inneren befindet, und 10,9 ist die Temperatur am Boden des Kühlschranks. Das heißt, der Sensor liegt dort auf dem Boden. Und so strömt die kalte Luft durch diesen Radiator. Mit 8 Grad wird auf 11 Grad abgekühlt und dann steigt sie wieder nach oben und die Rücklauftemperatur beträgt bereits 13,4 Grad. Aber ich verstehe, dass die Wärmedämmung in diesem Gehäuse sehr schwach ist. Ich werde ihn ausschalten und ich denke, im nächsten Video können wir uns mit der Isolierung befassen. Es gibt innen Platz, ich habe es noch nicht zerlegt, aber beim Drücken sieht man, dass freier Platz ist. Das heißt, ich werde versuchen, ihn noch besser zu isolieren, weil die Temperatur abgegeben wird und somit den Kühlschrank nicht abkühlen lässt. Nun, hier ist im Prinzip alles so, wie es standardmäßig war. Die Oberseite habe ich etwas umgebaut und genau das könnt ihr weiter unten in diesem Video sehen, wie ich das gemacht habe. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein Lüfter. Ich wollte hier 2 solche Turbinen einbauen, aber der Chinese hat mich im Stich gelassen. Er hat 2 Lüfter geschickt. Einen habe ich hierher gesetzt, 2 sollten hier stehen, aber er hat 2 Lüfter per Nova Pošta und einen Lüfter per Ukr-Pošta geschickt. Und dieser ist immer noch nicht angekommen, obwohl die anderen Lüfter schon vor einem Monat ankamen. Außerdem habe ich hier einen Temperatursensor installiert und diesen habe ich hierher geführt. Nun, und hier ist er, so ist er hierher geführt. Dieser Sensor misst die Temperatur, das ist genau die höchste Temperatur. Dieser Sensor wird vom Lüfter angeblasen und die Luft wird von hier durch die Gitter angesaugt. Das ist also die wärmste Luft, die sich im Kühlschrank befindet. Zuerst wollte ich innen einen kleinen Radiator verwenden. Es gelang mir sogar, ihn auf Minustemperaturen einzufrieren. Aber nach der Installation gelang es mir nicht, ihn gut zu belüften, damit er die Temperatur abgibt. Das heißt, der Radiator wäre nicht effektiv. Der Radiator war dabei sehr schwierig zum Laufen zu bringen und ich beschloss, ihn zu nehmen und alle Peltier-Elemente einzubauen. Die Beschaffung war jedoch sehr aufwendig. Ich werde nicht sagen, warum sie offen sind. Das werde ich jetzt noch nicht verraten. Ich habe diesbezüglich die Langlebigkeit beobachtet, aber ich verwende es für eine bessere Leitfähigkeit. Das erste Element, das ich genommen habe, ist das Modell 1210 und es wird bei uns auf dem großen Radiator befestigt. Das ist die heiße Seite, das heißt, dort, wo die Buchstaben stehen, ist unsere Seite, die gekühlt wird. Danach kommt ein Abstandshalter, den wir ebenfalls mit Wärmeleitpaste bestreichen. Da sich Wärmeleitpaste schlecht von den Händen abwaschen lässt, ist es besser, einen Beutel über die Hand zu ziehen, denn das alles von den Fingern abzuwaschen, ist sehr problematisch. Wir installieren es über dem Peltier-Element und das Ganze muss dann in den Deckel eingesetzt werden. Außerdem kam mir die Idee, ein zweites Peltier-Element zu verwenden. Das heißt, in meinem Kühlschrank werden 2 Peltier-Elemente verwendet. Eines über dem anderen. Also zwischen dieser mit einem Abstandshalter und einem Peltier-Element, 42, und einem kalten Kühlkörper. Ich nehme ein weiteres Element und bestreiche es ebenfalls. Beachten Sie jedoch 43, dass diese beiden Elemente unterschiedliche Leistungen haben sollten. Auf der kalten Seite verwende ich ein 5 Ampere Element vom Typ 12705, 44, da ein 10 Ampere Element mehr Wärme erzeugen würde, als es abführen kann. Um diese 45 Wärme abzuführen, muss ich ein Element mit höherer Leistung nehmen. Daher wähle ich als zweites ein 10 Ampere Element. Und all das, 46, zusammen, dieses Sandwich, ziehen wir fest und montieren es. Da der Gesamtverbrauch der beiden Elemente 47
sehr hoch sein wird, etwa 12 Ampere Strom, habe ich diesen Spannungswandler genommen. Mit seiner Hilfe 48 werden wir die Leistung reduzieren. Die Kühlkörper, die darauf montiert sind, brauche ich nicht. 49. Ich befestige ihn am großen Hauptkühlkörper, der von Lüftern zur Wärmeabfuhr 50 belüftet wird. Das ist die beste Option, daher entferne ich diese Kühlkörper. Die Kabel am Wandler 51 lötet man am besten an, da sie sich aus der Klemme bei Vibrationen lösen könnten. Wenn sie verlötet sind, 52, gibt es mehr Zuverlässigkeit und weniger Widerstand, also einen besseren Kontakt. Deshalb 53. Löte ich hier alles mit dem Lötkolben an und die Kabel, die vom Zigarettenanzünder zum Eingang führen, 54. Löten wir ebenfalls an den Wandler, dafür gibt es spezielle Stellen. 55. Nun befestigen wir den Wandler mit 2 Schrauben. Im Kühlkörper habe ich zuvor 56 ein Loch gebohrt und ein Gewinde für diese Schrauben geschnitten, die im Lieferumfang 57 dieses Wandlers enthalten waren. Das heißt, alles passt sehr gut zusammen. Für den Anschluss 58. Der Lüfter werde ich zusätzlich einen weiteren kleinen Abwärtswandler verwenden. Wir 59 brauchen keine so große Leistung mehr, der kleinste reicht aus. Wir brauchen ihn separat, weil 60 man damit die Drehzahl der Lüfter regeln und so einen Modus wählen kann, der am 61 optimalsten ist, damit er gut kühlt und nicht zu stark 62 lärmt, denn bei voller Leistung werden die Lüfter laut sein. Um all das einzustellen, 63, schließe ich alles an ein Labornetzteil an. Ich stelle die gleiche Spannung ein wie 64 in einer Autobatterie, das sind etwa 13 Volt. Nun müssen wir die Drehzahl 65 des Lüfters einstellen. Mit diesem Potentiometer regeln wir die Drehzahl, aber es ist besser, sich 66 nach Gehör zu richten, also zu hören, wie er kühlt und so, dass es nicht zu laut ist. Das ist Erfahrungssache. Wenn die 67 Kühlung schwach ist, kann man im Prinzip auch die Drehzahl erhöhen. Das kann man sogar später noch anpassen. Nun 68 muss der Stromverbrauch der Peltier-Elemente eingestellt werden. Ich werde mich am Netzteil orientieren. Durch Erhöhen 69 der Spannung wird der Strom ansteigen. Ich werde den Gesamtverbrauch des Kühlschranks auf etwa 6,5 Ampere einstellen. 70. Das heißt, die Lüfter verbrauchen ein halbes Ampere und 6 Ampere gehen an die Peltier-Elemente. 71. Das wird im Prinzip die Bordelektronik des Autos nicht stark belasten und ist ausreichend für den Betrieb. 72. Des Kühlschranks. Es ist auch erwähnenswert, dass unser Kühlschrank jetzt nicht nur mit 73, 12 Volt, sondern auch mit 24 Volt betrieben werden kann. Das heißt, er kann in Lastwagen, Bussen verwendet werden, da 74 er dabei funktionieren wird. Man kann ihm eine Spannung von bis zu 30 Volt zuführen und von 12 bis 75, 30 Volt jede Spannung. Und je höher die angelegte Spannung ist, desto geringer wird der Strom sein. Das heißt 76. Bei 12 Volt haben wir 6,5 Ampere und bei 20 Volt wird es fast halb so viel sein. Das heißt 77. Er wird etwa 3,5 Ampere verbrauchen. Dieser Kühlschrank wird somit universeller. Das 78. Waren alle Einstellungen. Der Kühlschrank hat angefangen zu kühlen. Wenn es Anmerkungen 79 oder Einwände gibt, schreiben Sie diese in die Kommentare. Wenn ich Zeit habe, werde ich die Experimente mit 80 diesem Kühlschrank fortsetzen und etwas Neues ausdenken. Danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.